Was sind die drei großen ökologischen Krisen unserer Zeit? Ihr wisst es nicht? Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Aber bevor wir loslegen, haltet das Video doch mal kurz an, geht in die Kommentare und schreibt rein, was ihr glaubt, was die drei ökologischen Krisen sind. Und dann, wenn ihr das Video fertig geschaut habt, könnt ihr nochmal nachschauen, wie viel davon richtig war und was nicht. Kapitel 1: Der Klimawandel. Die erste Krise, der Klimawandel, ist relativ einfach, denn man redet sehr viel darüber und wir können ihn noch täglich spüren. Der Hauptgrund dafür, dass die Erde wärmer wird, ist, dass wir Menschen große Mengen an Treibhausgasen ausstoßen, vor allem Kohlendioxid, aber auch Methan und Lachgas. Diese Gase entstehen unter anderem durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas, durch Industrie und Verkehr, durch die Zerstörung von Wäldern und durch die Landwirtschaft. Eine besondere Rolle spielt dabei die tierische Landwirtschaft, besonders die Haltung von Wiederkäuern und Rindern. Denn bei ihrer Verdauung entsteht Methan. Weitere Emissionen entstehen durch Gülle, Düngemittel, die Produktion von Futtermitteln und die Umwandlung natürlicher Lebensräume in Weide- und Ackerflächen. Und grundsätzlich sind Treibhausgase nicht unbedingt etwas Schlechtes, denn ohne den natürlichen Treibhausgaseffekt wäre die Welt, so wie wir sie kennen, nicht möglich, da es einfach viel zu kalt wäre. Das Problem ist, dass wir die Konzentration dieser Gase massivst erhöht haben und dadurch wird immer mehr Wärme in der Atmosphäre zurückgehalten. Die Folgen sehen wir bereits heute. Hitzewellen werden häufiger und intensiver. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt und in vielen Regionen verändern sich die Niederschlagsmuster. Manche Gebiete erleben häufiger Dürren, während anderswo Starkregen und Überschwemmungen zunehmen. Auch Waldbrände können durch Hitze und Trockenheit wahrscheinlicher und heftiger werden. Beim Klimawandel ist es aber so, dass nicht jeder Ort einfach gleichmäßig wärmer wird, denn dadurch, dass sich diese ganzen komplexen Wettersysteme ändern, kann sich das ganze Klima ändern. Und je nach Region kann sich das sehr unterschiedlich auswirken. Also eine Region kann heißer werden, eine Region kann feuchter werden, eine Region könnte kälter werden sogar. Und für viele Tier- und Pflanzenarten geschieht diese Veränderung zu schnell. Sie müssen in kühlere Regionen ausweichen, ihr Verhalten verändern oder sich an neue Bedingungen anpassen. Doch nicht jede Art kann das. Manche können sich nicht schnell genug ausbreiten. Andere finden keinen geeigneten Lebensraum mehr, weil Straßen, Städte oder landwirtschaftliche Flächen ihre Wanderwege und Lebensräume blockieren. Und damit kommen wir zur zweiten großen Krise. Kapitel 2: Die Biodiversitätskrise. Die zweite ökologische Krise ist der massive Verlust der biologischen Vielfalt und meiner Meinung nach einer der Themen, wo wir relativ wenig drüber reden. Biodiversität umfasst nicht nur die Anzahl unterschiedlicher Tier- und Pflanzenarten, sie beschreibt auch die genetische Vielfalt innerhalb einer Art sowie die Vielfalt ganzer Ökosysteme. Ein artenreicher Wald besteht zum Beispiel nicht nur aus vielen Bäumen, sondern möglichst unterschiedlichen Bäumen, aus Moosarten, aus Pilzen, aus Säugetieren, aus Mikroorganismen, aus so vielen unterschiedlichen Lebensformen, die diesen Wald ausmachen. Bestäuber ermöglichen vielen Pflanzen die Fortpflanzung. Pilze versorgen Bäume mit Wasser und Nährstoffen. Beutegreifer beeinflussen andere Populationen. Zersetzer bauen tote Organismen ab und führen Nährstoffe wieder dem Kreislauf zu. Stirbt also eine Art aus, stirbt nicht nur diese eine Art aus, sondern auch diese ganzen Beziehungen und Verbindungen zwischen den Arten. Und das wirkt sich wiederum negativ auf die anderen Arten aus. Ein Ökosystem ist kein Regal, aus dem man einzelne Arten herausnehmen kann, ohne dass sich etwas verändert. Es ist ein komplexes Netz aus Beziehungen, Abhängigkeiten und Rückkopplungen. Und der heutige Artenverlust wird zu einem großen Teil durch menschliche Aktivitäten verursacht. Lebensräume werden zerschnitten oder zerstört, Wälder gerodet, Feuchtgebiete trockengelegt und Flüsse verbaut. Hinzu kommen Überfischung, intensive Landwirtschaft, Umweltverschmutzung und natürlich der Klimawandel. Ein bekanntes Beispiel ist das Insektensterben. Ich weiß, viele von uns nehmen Insekten einfach nur als lästig wahr, aber Insekten sind tatsächlich unverzichtbar für das Ökosystem. Sie bestäuben Pflanzen, zersetzen organisches Material und bilden die Nahrungsgrundlage für zahlreiche Vögel, Fische, Amphibien und andere Tiere. Die Biodiversitätskrise ist also nicht nur einfach eine Geschichte von Arten, die aussterben, sondern eine massive Bedrohung für ganze Ökosysteme und ihre Funktionalität. Und hier möchte ich mal kurz eine sehr stark persönliche Meinung einbringen. Denn in der Umweltpolitik wird Biodiversität oft gekoppelt mit Ökosystemdienstleistungen, auf Englisch Ecosystem Services. Und Ökosystemdienstleistungen sind im Endeffekt nichts anderes als Menschen, die sagen, dieses Ökosystem kann den Menschen diesen und diesen Dienst erbringen. Zum Beispiel Moore speichern CO2 oder
Bestäuber bestäuben eben Pflanzen und dadurch müssen wir das nicht machen. Und das ist der entscheidende Punkt. Man setzt dem einen monetären Wert zu. Also beispielsweise gäbe es keine Bienen, müssten Menschen zum Beispiel 20 Millionen Euro ausgeben in einem Land, um die Dienstleistung, die die Bienen uns erbringt, zu leisten. Und ich verstehe, weshalb WissenschaftlerInnen angefangen haben, diesen Begriff zu verwenden. Denn irgendwie muss man ja mit den PolitikerInnen reden und die PolitikerInnen reden die Sprache des Geldes. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein relativ problematischer Begriff. Denn die Natur wird eigentlich komplett darauf reduziert, was sie uns Menschen bringen kann. Aber Natur hat ja auch einen Eigenwert und sollte nicht nur ein monetärer Grund sein, weshalb wir Umweltschutz betreiben. Lebewesen und Ökosysteme erscheinen dadurch nicht mehr als eigenständige, komplexe Lebensgemeinschaften, sondern als Dienstleister für die menschliche Gesellschaft. Und das ist eine sehr menschenbezogene oder auch anthropozentrisch genannte Sichtweise. Denn was passiert mit einer Art, deren Nutzen wir nicht kennen? In einer Logik der Ökosystemdienstleistungen droht das, was keinen messbaren Nutzen für Menschen besitzt, politisch unsichtbar zu werden. Und wenn diese Leistungen in Geld umgerechnet werden, dann kann Natur plötzlich verhandelbar werden und Naturzerstörung damit auch. Denn plötzlich kann die Zerstörung eines Lebensraums als wirtschaftlicher Verlust berechnet werden und wenn dieser Verlust angeblich an einem anderen Ort ausgeglichen wird, erscheint die Zerstörung politisch akzeptabel. Ein Wald wird hier zerstört, dafür wird dort eine Fläche aufgeforstet. Ein Feuchtgebiet verschwindet, dafür wird an einer anderen Stelle ein Ersatzlebensraum geschaffen. Doch Ökosysteme sind eben nicht beliebig austauschbar. Man kann nicht ein Moor oder ein Wald, der Jahrhunderte oder Jahrtausende gewachsen ist, einfach mal ersetzen durch eine Baumplantage. Die Sprache der Ökosystemdienstleistungen kann uns also zeigen, wie abhängig wir von der Natur sind. Gleichzeitig übersetzt sie die Natur in die Sprache von Märkten, Kosten und wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Und dadurch wird die Frage, welche Natur wollen wir schützen, eigentlich zur Frage, was lohnt sich denn zu schützen? Und wo kann man die Natur vernachlässigen? Und damit kommen wir zum nächsten Kapitel. Kapitel 3: Die Verschmutzungs- und Abfallkrise. Die dritte Krise wird besonders in Ländern wie Deutschland, Österreich oder Schweiz nicht sonderlich stark wahrgenommen, denn für uns erscheint die Umwelt ja erstmal sauber. Aber in Wirklichkeit schaut es leider sehr anders aus. Zu dieser Krise gehören zum Beispiel Luftverschmutzung, verschmutzte Gewässer und Böden, Plastikmüll, Pestizide, Schwermetalle, übermäßige Nährstoffeinträge und zahlreiche langlebige Chemikalien. Ein Beispiel ist die Überdüngung von Gewässern. Geraten durch die Landwirtschaft große Mengen an Stickstoff und Phosphor in ein Gewässer, kann dadurch es zu einer Algenblüte kommen, da diese sich von diesen Stoffen ernähren, und diesen Prozess nennt man dann Eutrophierung. Eine Eutrophierung kann so extrem werden, dass die Algen irgendwann den gesamten Sauerstoff aufbrauchen und die Fische dadurch absterben. Und dieser Verwesungsprozess der Fische verschlimmert die Lage noch mehr. Und dann sterben auch irgendwann tatsächlich auch die Algen ab. Und das entzieht nochmal mehr Sauerstoff. Daher am Ende lebt gar nichts mehr in diesem Gewässer. Und wenn das der Fall ist, dann spricht man von einem toten Gewässer. Aber auch Plastik ist ein großes Problem. Und zwar nicht nur dann, wenn wir es am Strand herumliegen sehen. Größere Plastikteile zerfallen mit der Zeit in immer kleinere Partikel. Dieses Mikroplastik findet sich inzwischen in Böden, Flüssen, Meeren, Tieren und auch in verschiedenen menschlichen Geweben. Welche langfristigen gesundheitlichen Folgen das hat, ist noch nicht ausreichend geklärt. Sicher ist jedoch, dass Plastik nicht einfach verschwindet, sondern über lange Zeit in ökologischen Kreisläufen verbleibt. Manche reichern sich entlang von Organismen an. Das heißt, wenn zum Beispiel nur eine geringe Konzentration von etwas im Wasser ist und das aber im Nahrungsnetz immer mehr und mehr weitergegeben und angereichert wird, kann es bedeuten, dass es zum Beispiel beim Raubtier oder auch beim Menschen in höheren Konzentrationen am Ende angereichert wird. Wenn wir diese ganzen Krisen verstehen wollen, wäre es auch noch wichtig, darüber zu reden, wie sie miteinander wirken. Und das bringt uns zum nächsten Kapitel. Kapitel 4: 3 Krisen oder eine einzige? Klimawandel, Biodiversitätsverlust und die Verschmutzungskrise werden als die 3 planetarischen Krisen bezeichnet. Aber sie sind nicht zu 100% getrennt voneinander, sondern manchmal sind sie auch miteinander etwas verwoben. Der Klimawandel verändert und zerstört Lebensräume und erhöht den Druck auf Arten. Die Zerstörung von Wäldern und Mooren setzt wiederum gespeicherte Treibhausgase frei und verstärkt den Klimawandel. Pestizide und andere Schadstoffe schwächen Tiere- und Pflanzenpopulationen. Geschädigte Ökosysteme können gleichzeitig weniger Kohlenstoff speichern, Wasser schlechter zurückhalten und sich schlechter von Extremereignissen erholen. Ein entwässertes Moor zeigt diese Verbindung besonders deutlich.
Es verliert spezialisierte Arten, setzt gespeicherten Kohlenstoff frei und kann schlechter Wasser zurückhalten. Seine Wiederherstellung kann dagegen gleichzeitig dem Klimaschutz, der Biodiversität und dem Hochwasserschutz dienen. Allerdings geht es auch andersrum. Etwas, was einer Krise hilft, könnte auch der anderen Krise schaden. Ein Staudamm kann beispielsweise Strom mit vergleichsweise geringen Treibhausgasemissionen produzieren. Gleichzeitig kann er Flüsse zerschneiden, die Wanderung von Fischen blockieren, Sedimentströme verändern und ganze Lebensräume überfluten. Auch das Pflanzen von Bäumen ist nicht automatisch gut für die Biodiversität. Wird ein artenreiches Grasland durch eine schnell wachsende Baumplantage ersetzt, kann dadurch zwar Kohlenstoff gespeichert werden, gleichzeitig geht aber ein wertvoller Lebensraum verloren. Und das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass erneuerbare Energien, Aufforstung oder andere Klimamaßnahmen schlecht sind. Das will ich auf keinen Fall damit sagen. Was ich sagen will, ist, wir müssen vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, wem was nützt und wem was schadet. Wir brauchen also nicht nur die richtige Maßnahme, sondern auch noch die richtige Maßnahme am richtigen Ort. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Like oder Abo da, weil das würde uns tatsächlich sehr unterstützen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!